Die Bundestagswahl 2025, sie ist entschieden. Es war ein heftiger Wahlkampf und es war eine heftige Wahl, die wir so noch nicht erlebt haben. Und ich weiß, dass einige sicherlich auch enttäuscht sein werden, auch wenn sie erhofft haben, dass andere Parteien eventuell mehr abgestraft werden. In diesem Video möchte ich dir gleich das Ergebnis einmal zeigen und aber auch natürlich die Prophezeiung von der AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel, was sie für die Zukunft Deutschland vorhersagt, wie es mit der Regierung um Friedrich Merz, um die Union weitergeht und vor allem Dingen auch, was sie denkt, was passieren wird über kurz oder lang. Und das ist schon eine Brisanz. Das hat's in sich. Zeitgleich aber auch will der neue Bundeskanzler demnächst natürlich ganz schnell eine neue Koalition bilden. Und er hat ganz klar nochmal verdeutlicht, dass er keine Kooperation, keine Koalition mit der AfD will. Was auch Frau Weidel dazu sagt, hörst du auch gleich. Also schau dir das unbedingt an und lass mir unbedingt auch deine Meinung am Ende des Videos da, was du zu diesem Wahlergebnis sagst. Natürlich, es ist auch die Rede von Wahlbetrug oder auch die Frau Alice Weidel. Sie spricht von Wähler bzw. Täuschung am Wähler. Denn das, was Friedrich Merz quasi propagiert hat, wird er kaum umsetzen können ohne die Hilfe der AfD. Und dementsprechend werden seine Wähler sicherlich enttäuscht sein. Allerdings, dazu gleich mehr im Video. Ich freue mich auf dein Feedback. Gewinnt hinzu, wenn auch weniger als erwartet. Die Grünen kommen mit Verlusten auf 11,6%. Die FDP abgerauscht scheitert an der 5%-Hürde. Die AfD steht mit satten 20,8% da. Die Linke kommt auf 8,8%. Auch das BSW kommt ganz knapp nicht an die 5%-Hürde ran und verpasst ebenfalls den Einzug ins Parlament. Die sonstigen Parteien kommen auf 4,6%. Frau Weidel, ich würde Ihnen die Frage schon stellen. Alexander Gauland hat 2017 die Devise rausgegeben, wir werden Sie jagen. Was ist Ihre Devise für die nächste Legislatur? Oh, ich habe es gerade zu Ihrem Kollegen gesagt. Wir werden Sie tatsächlich jagen, und zwar von einer ganz anderen Plattform aus. Wir haben die AfD zu einem historischen Erfolg geführt. Wir haben unser Wahlergebnis verdoppeln können innerhalb von 3 Jahren. Und wir werden genau so weitermachen mit konstruktiver Oppositionsarbeit, damit endlich eine Bundesregierung vernünftige Politik für unser Land macht. Wir brauchen den Politikwechsel, die Menschen wollen den. Sie sehen es an den Wahlergebnissen. Die Menschen wollen Blau-Schwarz haben. Unsere Hand ist ausgestreckt, den Willen des Volkes umzusetzen. Man muss ihn nur ergreifen. Was heißt das denn, die Hand ist ausgestreckt? Das ist ja eine sehr passive Funktion. Müssen Sie nicht vielleicht doch auch was an Ihrer eigenen Haltung verändern, damit das klappen könnte? Vielleicht noch ein bisschen mehr tun, als die Hand auszustrecken? Ja, nun denn, also offensichtlich hat es die Union für sehr wertvoll befunden, unser Programm komplett abzuschreiben. Und dementsprechend glaube ich, dass sie für eine sehr gute Programmatik stehen. Die Union wiederum wird nichts von dem, was sie versprochen hat, umsetzen können. Und ich werde Ihnen prophezeien, das mache ich ja immer, das habe ich 2017 gemacht, 2021 und ich werde es dieses Jahr auch machen. Wir werden keine 4 Jahre warten müssen und wir werden die CDU überholen, weil die CDU ihre Wähler betrügt, von uns abschreibt und nur linke Politik macht. Das haben Sie schon gesagt. Jetzt wäre nur meine Frage, was wäre denn etwas, was Sie tun können, damit es dann auch klappt mit Schwarz-Blau, so wie Sie sich das wünschen, außer die Hand auszustrecken? Na gut, also wir sind ja nicht stärkste Kraft, sondern die CDU hat uns noch überholt. Das nächste Mal wird sie das nicht mehr schaffen. Die Prognose gebe ich hier ab. Und dementsprechend ist die CDU beauftragt, eine Regierung zu bilden. Und dementsprechend strecken wir unsere Hand aus. Wir stehen bereit, um eine stabile Deutschland-Koalition für unser Land, für den Willen des Volkes anzubieten. Die Frage, die sich mir stellt, ist, welche AfD werden wir denn jetzt erleben? Und darauf zielte ich auch meine Frage. Also erleben wir die AfD, die Windräder niederreißen will, oder wie Ihr brandenburgischer Landesvorsitzender jetzt beim Wahlkampf gesagt hat, die anderen werden bald nicht nur mehr von uns gejagt, sondern erschöpft zusammenbrechen? Ist das die AfD, die wir in der nächsten Legislatur erleben? Oder fahren Sie vielleicht auch 2 Gänge runter, bleiben inhaltlich hart, aber versuchen damit mehr an die Union vielleicht heranzukommen? Nein, also ich glaube, wir werden 2 Gänge hochschalten. Ganz das Gegenteil werden wir machen, weil es hier um unser Land geht. Ich glaube, wir haben nur ein ganz enges Zeitfenster, um diese Fehlentwicklung noch zu korrigieren. Und uns rennt die Zeit davon. Und darum werden wir alle Gänge hochschalten, um die CDU
zu überholen und vernünftige Politik für unser Land zu machen. Die Grenzen endlich zu schließen, Straftäter abzuschieben, die Steuern zu senken, Bürokratieabbau, also all das, was die Union von uns abgeschrieben hat, aber niemals wird umsetzen. Noch lauter, noch radikaler. Nee, warum? 2 Gänge hochschalten. 2 Gänge hochschalten. Vom Windräder niederreißen. Davon. Ja gut, also die Union hat es ja für wertvoll empfunden, aber wir wiederholen uns hier. Von daher, Sie werden schon sehen. Danke, Frau Weidel. Gerne. Harte, aber faire Worte eventuell von Alice Weidel. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Und vor allen Dingen, jetzt kann ich eins sagen. Es wird brisant weitergehen. Hier ist kein Ende. Es wird heftige Diskussionen geben in naher Zukunft im Bundestag. Es werden heftige Schlagabtäusche folgen. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was wir hier von diesem Kanal euch alles berichten können. Denn das wird heftig. Davon gehe ich ganz stark aus. Meine Prognose steht, es wird in Deutschland heftig zugehen. Nicht nur im Bundestag, sondern teilweise auch leider auf den Straßen. Allerdings werden wir hier sicherlich auf kurz über lang eine Änderung erleben. Und ich bin sehr gespannt, auch wenn es aktuell schwierig ist, in Deutschland zu leben, beziehungsweise auch die Menschen eine gewisse Unzufriedenheit haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass es über kurz oder lang natürlich eine Besserung geben wird. Möchte aber auch hier nochmal einen ganz kurzen Hinweis geben für alle, die natürlich mich auch schon ein bisschen länger kennen und mir schon länger folgen. Horst Seehofer hat damals schon erzählt, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und die entscheiden, werden nicht gewählt. Und dementsprechend wundert es mich nicht, dass Friedrich Merz erstmal Bundeskanzler wird, weil er nämlich vor kurzem natürlich mit BlackRock zu tun hatte, beziehungsweise natürlich vorzeitig auch schon immer wieder beim WEF saß. Dazu auch hier, mach dich schlau, informier dich auch gerne selbst und bleib auf jeden Fall dran für mehr Content auch hier auf diesem Kanal. Ich danke dir für deine Anwesenheit. Lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, deine Meinung, deinen Kommentar und natürlich auch gerne ein kostenloses Abo. Die Glocke aktivieren, nicht zu vergessen, damit du auch kein Video mehr verpasst. Beste Grüße, alles Gute, dein Markus.